Herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir ganz leckere Brötchen. Das sind die besten aus der Westpfalz. Das verspreche ich euch. Was brauche ich dazu? Dazu brauchen wir 280 ml Wasser. Dazu kommt ein Viertel Frischhefe. Dazu 1,5 Teelöffel Meersalz, 1 Teelöffel Backmalz und ein Weizenmehl Typ 550, 300 Gramm. Dazu kommt ein spezielles Pizzamehl, das ist ein Grießmehl, 200 Gramm. Die Gesamtmenge beträgt 500 Gramm. Dazu geben wir 1 Teelöffel Olivenöl. So sieht es schon aus. Wir gehen jetzt im Monsieur Cuisine auf Knetstufe. Die ist immer 4 Minuten. Da machen wir zweimal 4 Minuten auf Knetstufe. Wenn das fertig ist, tun wir dann noch 3 Minuten ganz normal laufen lassen. Wie ihr seht, ich habe den Fensterblick. Man soll da ein bisschen durchgucken können und dann ist es perfekt. Ich gebe jetzt ein bisschen Olivenöl auf meine Teigmatte. Nicht so viel wie ich. Und forme den Teig. Ein bisschen stretchen, ein bisschen ziehen, ein bisschen rund formen zu einem Brotleib. Übrigens, dieses Rezept könnt ihr auch verwenden für Pizza. Schön stretchen und dann wird es richtig gut. Dazu den Teig in euer Brotkorb geben und ruhen lassen. 45 Minuten. So, nach den 45 Minuten teilen wir den Teig in der Mitte. Wir formen nochmal kurz und rollen das zu einem Baguette. Und daraus schneiden wir 90 Gramm Brötchen. Meine waren ein bisschen weniger, aber ich würde sagen 90 Gramm wäre ideal. Die tun wir dann ein bisschen auf der Backmatte schleifen, dass ich nochmal ein bisschen Spannung bekomme. Und zu Brötchen formen. Ist ziemlich schnell gemacht. Das geben wir aufs Backblech und lassen die Brötchen nochmal für 30 Minuten ruhen. Danach brühen wir die Brötchen mit kaltem Wasser ein. Den Backofen schon mal auf 250 Grad vorheizen und auch bei 250 Grad lassen. So, und schon sind wir beim Anschnitt. Schaut mal her, wie fluffig die geworden sind. Einfach nur genial. Und die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Das waren bis jetzt die besten Brötchen, die ich jemals gemacht habe. Also macht's nach. Ihr könnt auch ein Baguette draus machen noch. Oder Baguettes davon backen. Es wird ein Träumchen sein, wenn ihr diese Brötchen backt. Schaut es euch nochmal an, wie fluffig die sind. Und genauso lecker schmecken die auch. Die sind knackig, krustig und sehr fein. Drückt alles, was ihr drücken könnt. Dann sage ich mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marios Channel.